Kopfhörer haben heutzutage meistens alle das gleiche Problem. Sie sind so gemacht, dass es leicht zu Brüchen an kritischen Stellen kommt, zum Beispiel am Bügel. Obwohl eigentlich noch alles gut funktioniert, werden sie dadurch aber unbrauchbar. Das ist mit meinen Logitech G433er Kopfhörern passiert, die ich im Alltag regelmäßig zum Arbeiten, fürs Gaming und meine Videoprojekte verwendet habe. Schade, dass die Bügel nicht aus Metall sind. Nur ca. 4 Jahre haben sie gehalten. In diesem Video versuche ich, sie zu reparieren. Um die gebrochene Stelle zu reparieren, habe ich zunächst nach Ersatzteilen gesucht und keine gefunden. Danach habe ich überlegt, wie man die zwei Teile wieder zusammenbekommt. In einem Video habe ich gesehen, dass man es mit Pappmaché machen könnte. Doch das passt hier nicht, weil es da bewegliche Teile gibt. Deshalb versuche ich es mit einem 2-Komponenten-Kleber und einfachem Gewebeklebeband. Zuerst habe ich den Kleber auf die Bruchstellen und ins Innere fließen lassen. Diese Bruchstellen sind ja bereits rau, deshalb habe ich darauf verzichtet, hier noch etwas aufzurauen. Es war eine friemelige Angelegenheit und ich empfehle eine sinnvolle Unterlage, Handschuhe und etwas Papier zum Auffangen und Glätten des Klebers. 5 Minuten muss der Kleber in der Position gehalten werden, wie sie sein soll. Ich empfehle, schnell, aber ruhig zu arbeiten und möglichst wenig Kleber durch Bewegung verlaufen zu lassen. Überlegt euch auch vorher schon, wie ihr die Kopfhörer später so liegen lassen könnt, dass der 2-Komponenten-Kleber später 6 Stunden aushärten kann. Je dicker der Kunststoff an der Bruchstelle, desto einfacher wird es. Man kann sich auch überlegen, zur Verstärkung etwas in den Kunststoff einzulassen, zum Beispiel Drähte oder Fasern, die zur Stabilisierung dienen. Das ist bei diesen Kopfhörern schwierig. Außerdem sind da auch bewegliche Teile, auf die man aufpassen muss, wenn sie beweglich bleiben sollen. Zum Schluss bringe ich an der Bruchstelle über den Kleberresten noch Gewebeklebeband an. Das gibt der Form von außen noch etwas mehr Stabilität und überdeckt auch die unschönen klebrigen Stellen. Das mache ich auf beiden Seiten, um einem Bruch auf dem anderen Bügel vorzubeugen. Dort sieht man schon, dass die parallele Stelle schon strapaziert und angebrochen ist. Die Reparatur ist geglückt und beim ersten Tragen haben die Kopfhörer erstmal gehalten. Jedoch merke ich auch, dass ich behutsamer mit ihnen umgehe als vorher. Wie lange diese Reparatur hält, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall denke ich jetzt, dass ich es doch auch mit Pappmaché hätte versuchen sollen oder aber vielleicht ein Ersatzteil in einem 3D-Drucker erstellen sollte. Aber da ist der Aufwand entsprechend höher. Vielleicht hat dieses Video dich dazu angeregt, deine Kopfhörer auch zu reparieren. Schreib doch in die Kommentare, ob es bei deinem Headset funktioniert hat. Lass auch gerne ein Abo und ein Like da. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.